Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Skeptiker, liebe Kritiker, die trotzdem immer wieder zuschauen. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zu dieser Sonderausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch und sportlich gut gelaunt an diesem Montag, dem 30. Januar 2023. Aufgrund der euphorischen Zustimmung, aber auch natürlich der gelegentlichen Ablehnung fühle ich mich angespornt, auch aufgrund natürlich der Themenlage hier immer wieder Sonderprogramme einzustreuen, um dieser erdrückenden Einseitigkeit des Mainstreams der Medien Etablierten entgegenzutreten und nach bestem Wissen und Gewissen und hoffentlich intelligent und vernünftig ein paar Fakten ans Licht zu ziehen, die Sie sonst nicht sehen oder präsentiert bekommen. Und die heutige Sendung steht ebenfalls im Zeichen eines Konflikts, einer politischen Auseinandersetzung, die in unseren Medien sehr, sehr einseitig kommentiert und dargestellt wird. Und das ruft nach einer Erwiderung, das ruft nach Gegenrede, Rede und Gegenrede. Das ist ja die Grundlage der Demokratie, der Meinungsvielfalt, und das ist der entscheidende Pfeiler der Demokratie. Und ich muss Ihnen das nicht erzählen, in Deutschland, in Österreich, auch in der Schweiz zum Teil, da ist es etwas schwieriger aufgrund der Staatsform der direkten Demokratie, übrigens ein wirksamer Schutzschild gegen diese Meinungseinfalt, aber in den Ländern um uns herum, auch in anderen, in vielen westlichen Staaten, schreitet dieser Moralismus, diese Cancel Culture voran. Die gute Nachricht ist, der Wahnsinn entlarvt sich selbst und das ist Anlass zu Optimismus. Kosovo, Serbien, das ist hier das Thema. Bleiben Sie da unbedingt dran, das ist nämlich hochinteressant. Sie sehen dort Muster, mediale Muster, die sich auch bei der Betrachtung des Russland-Ukraine-Konflikts bzw. des Stellvertreterkriegs zwischen den Vereinigten Staaten, zwischen der NATO und der Russischen Föderation zeigen und unabweisbar darbringen. Deshalb sehen wir hier im Kleinen, was auch im Großen schief läuft. Der aktuelle Anlass ist ein sehr erfreulicher, denn gestern am Sonntag hat Novak Djokovic, der serbische Tennis-Superstar, seinen 22. Grand Slam-Titel gewonnen und damit seine Führung vor den anderen Giganten, vor den anderen Legenden, Roger Federer und Rafael Nadal, weiter ausgebaut. Und dieser Sieg ist ein Sieg der kleinen Leute über die Tennisaristokratie. Novak Djokovic, so etwas wie der Underdog, der Schmerzensmann im Tenniszirkus, leidend, auch ausgegrenzt, angefeindet, nicht immer ganz unschuldig, muss man hier fairerweise einstreuen, aber ich habe allergrößten Respekt vor diesem Novak Djokovic, der hier eben auch eine unbequeme Rolle spielt und wo das Ganze zur Kulmination gekommen ist, natürlich vor einem Jahr, als man ihn mit wirklich unwürdigen Vorgehensweisen abgeblockt hat beim Australian Open, die Impfaffäre. Sie erinnern sich, man hat ihn da regelrecht diskriminiert, man hat ihn sozusagen kommen lassen, um ihm dann mitzuteilen, beziehungsweise ja, ihm eigentlich bei Ankunft zu sagen, wir lassen dich nicht ins Land. Eine Demütigung, die auch von kompletter Inkompetenz der australischen Behörden in dieser Angelegenheit zeugt. Denn wenn sie jemanden in ein Land nicht hineinlassen wollen, dann müssen sie ihm das vorher sagen, bevor er den Flieger besteigt mit seinem ganzen Tross. Jetzt der große Triumph, die große Erleichterung. Novak Djokovic in 3 Sätzen. Glatt hat er den Griechen Tsitsipas besiegt, aber fast noch größer war sein Sieg über den eigenen Oberschenkel und über die Umstände. Er war ja verletzt, er hatte große muskuläre Probleme und sein Trainer Goran Ivanisevic, auch ein Bekannter im Tenniszirkus, hat bei einer Pressekonferenz gesagt, andere Spieler hätten da gar nicht mitgemacht bei dem MRI, also wirklich eine schwere Verletzung.
Djokovic hat sich durchgebissen, er hat auf Trainings verzichtet, zwischen den Partien trotzdem gewonnen und dann auch noch eben über diese Umstände, über dieses ganze Ausladungsdrama, über dieses Impfdrama triumphierend hier in Tränen aufgelöst, den Pokal in die Höhe gestemmt, ganz große emotionale Momente. Und ich mag es den Serben gönnen, denn die Serben sind ja auch immer wieder die Prügelknaben in der europäischen Geschichte. So viel Einfühlung, so viel auch vielleicht etwas Melodramatik soll hier in dieser Sendung gestattet sein. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut für Novak Djokovic. Ich habe das Spiel leider nicht anschauen können aufgrund von anderen Verpflichtungen. Nun also dieses sportliche Triumphereignis als Aufhänger, um etwas vertieft in ein anderes Thema einzusteigen, das in den Nachrichten behandelt wird, Kosovo und Serbien. Und dieses Thema, wenn ich die Schweizer Medien nehme, wird sehr, sehr stark aus der kosovarischen Sicht beurteilt. Nun, ich bin kein Gegner der Kosovaren, ganz im Gegenteil, ich kenne sehr, sehr viele Kosovaren, tüchtige Leute, die hier in der Schweiz auch etwas aufgebaut haben. Es gibt natürlich auch andere Meldungen, wo Leute aus dem Balkan in eher negativen Schlagzeilenzusammenhängen stehen, aber ich will da nicht in diese Richtung hinein Anspielungen machen, sondern ich habe da wirklich ganz, ganz tolle Erfahrungen. Ungeachtet dessen ist die Art und Weise, wie dieser Konflikt läuft, schlecht, einseitig. Und die Kosovaren sind in unseren Medien die Guten. Und wir müssen wissen, die Kosovaren stehen auf der Seite der Amerikaner, stehen auf der Seite der NATO und die Serben, das sind die, die ja aufgrund auch ihrer ganzen slawischen Prägung stärker mit den Russen verbunden sind. Und diese geopolitischen Spannungen, die werden da auch hineingetragen und sie sind manifest im Umgang mit den Serben in diesem Konflikt, denen nach meinem Dafürhalten Unrecht geschieht. Und anstatt sich da auf eine Seite zu stellen, sollten wir uns bemühen, weil ja auch die Schweiz in diesem Staat, in dieser Region Kosovo, ein Staat ist es ja in dem Sinn, es ist ein autonomer Staat, ja, der allerdings seine Autonomie nicht richtig ausspielen kann. Wir Schweizer sind ja in diesem Kosovo auch präsent mit Truppeneinheiten und deshalb verstehe ich meinen Beitrag hier als eine Art neutralitätspolitisches Statement im Sinne einer Wiederherstellung quasi des politischen Gleichgewichts, der politischen Gerechtigkeit, um ein großes Wort zu bemühen. Also was ist hier die Geschichte? Um was geht es da eigentlich? Die Kosovaren und die Serben sind miteinander im Clinch. Die einen beschuldigen den anderen der Ausschreitungen, sich nicht an irgendwelche Abkommen zu halten. Und die in unseren Zeitungen eben das Oberwasser haben, das sind vor allem die Kosovaren mit ihrem Politiker, mit ihrem Regierungschef, mit Albin Kurti. Dieser Albin Kurti ist in der Schweiz noch zusätzlich prononciert wahrgenommen worden, weil der Schweizer SP-Präsident Cedric Wermuth sozusagen ein Solidaritätsabkommen, eine Loyalitätsverpflichtung mit Albin Kurti, einem Sozialisten, abgeschlossen hat und so diese kosovarische Seite auch zu einem Element der schweizerischen Innenpolitik gemacht hat, was natürlich an sich schon falsch ist, aber auch unter der Betrachtung der ganz konkreten Umstände sowieso falsch, weil ich nicht so sicher bin, dass man sich da dermaßen hautnah auf die Seite der politischen Kosovaren stellen sollte. Also was ist da der Hintergrund? Blenden wir zurück. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil da ist es wichtig, dass man sehr präzis argumentiert und keine Fehler macht, wenn man das aus dem Auswendigen oder aus dem Unterbewusstsein heraus fischt. Tito, der jugoslawische Machthaber, der charismatische, auch wendige Diktator, Autokrat Jugoslawiens in kommunistischer Zeit während des Kalten Kriegs, ehemaliger Widerstandskämpfer, spricht Kosovo nach 1945, nach der Beendigung des Zweiten Weltkriegs, den Status einer autonomen Provinz innerhalb der sozialistischen Republik Jugoslawien zu.
Slobodan Milosevic, der frühere Kommunist und dann Präsident Serbiens, der dann auch in den ganzen Jugoslawienkrieg unheilvoll verstrickt war, wobei auch da sind unterschiedlichste Versionen zu hören. Wir haben im Westen immer vor allem eine gehört. Auch da muss man bei späterer, vielleicht etwas emotionsloserer Betrachtung zu mehr Nüchternheit gelangen. Slobodan Milosevic beendet 1989 nach dem Fall der Berliner Mauer die Autonomie der Provinz. Die Kosovo-Albaner wollen dann im Gegenzug die Unabhängigkeit erlangen. Also hier haben wir einen ethnischen Urkonflikt, der eingefroren worden ist durch den Kalten Krieg. Und wie es dann so ist, wenn diese Eisplatten wegschmelzen, dann steigt die Bewegungsenergie. Gab einen bewaffneten Aufstand der Kosovo-Albaner und der Kosovo-Krieg beginnt 1999. Im März 1999 eine völkerrechtswidrige NATO-Intervention, Luftangriffe auf Jugoslawien, die Rechtfertigung interessanterweise wie jetzt Putin in der Ukraine. Putin hat gesagt, da findet eine ethnische Säuberung durch Nazis statt. Die NATO hat gesagt, es finden ethnische Säuberungen gegen Kosovaren statt. Im Kosovo, deshalb müssen wir rein, auch wenn wir kein UNO-Mandat haben. Wir erinnern uns, der deutsche Außenminister Joschka Fischer hat hier auch für diesen Einmarsch noch getrommelt, was damals als Tabubruch zu Recht empfunden worden ist. Wir müssen fairerweise hinzufügen, dass es keine Beweise bis heute je gegeben hat, dass hier tatsächlich eine Art genozidale Mörderentwicklung stattgefunden hat. Also dieser Genozid, der da behauptet wurde, war vor allem das eine Behauptung. Ungeachtet dessen eine NATO-Intervention ist ein Ereignis, im Zuge dessen dann auch die chinesische Botschaft in Belgrad bombardiert wurde, Städte wurden bombardiert, also ganz ähnlich das Bild wie jetzt in der Ukraine. Allerdings ist das bei uns absolut als zwingende Notwendigkeit wahrgenommen worden, ganz anders so in Russland. Wenn Sie sich etwas eingehender mit der russischen Sichtweise dieses Jugoslawienkriegs auseinandersetzen, dann hat das eine Schockwirkung dort entfaltet, wie die NATO einfach einmarschiert ist in einen anerkannten Staat, in Serbien, das der Rechtsnachfolger des Jugoslawien war. Und wie man das mit dieser Selbstverständlichkeit auch des Völkerrechtsbruchs, das hat natürlich in Russland sehr große Verstörungen ausgelöst, die wir nicht verstanden haben, die wir nicht gesehen haben im Westen. Und viel von dem, was damals schon leicht in die Brüche gegangen ist, spiegelt sich heute, findet sein Echo in diesen kriegerischen Auseinandersetzungen um die Ukraine. Der Krieg endet im Juni 1999. Kosovo gehört als autonome Provinz immer noch zur Bundesrepublik Jugoslawien, nun aber unter Verwaltungshoheit der Vereinten Nationen. Die völkerrechtliche Grundlage wird gelegt mit der UNO-Resolution 1244. Sie garantiert die Souveränität und territoriale Integrität der Bundesrepublik Jugoslawien, also wie man das damals bei der Ukraine gemacht hat, gesagt, das ist jetzt ein unabhängiger Staat, die Ukraine, die allerdings sehr lange zum russischen Gebiet gehörte, hier Jugoslawien, also auch mit einer Garantie der territorialen Integrität, inklusive Kosovo, also das gehörte damals zur Bundesrepublik Jugoslawien, und als deren Rechtsnachfolgerin trat dann Serbien in Erscheinung. Das ist die Rechtslage, also das Völkerrecht hat hier nicht von einer Abspaltung des Kosovo gesprochen, sondern es gibt das souveräne Jugoslawien und der Kosovo ist ein Teil davon. 2008 proklamiert Kosovo die Unabhängigkeit unter Missachtung des Völkerrechts, der UN-Charta und der Resolution 1244. Kosovo ist gemäß serbischer Verfassung eine von 2 autonomen Provinzen innerhalb der Republik Serbien. Da fatal hat die Schweizer Außenministerin Micheline Galmire vorschnell auch die Anerkennung des Kosovo postuliert und Schweizer Einheiten dorthin geschickt, obwohl der Staat Kosovo gar kein richtiger Staat war, völkerrechtlich auf ganz wackeliger und auch treibsandiger Grundlage. Gleichzeitig hatte man nicht
die legitime politische Macht, die auch die Ordnung und das Gewaltmonopol auf dem eigenen Territorium herstellen konnte. Deshalb mussten Schweizer Soldaten dahin geschickt werden im Rahmen eines sogenannten KFOR-Mandats. Das ist etwas, was die SVP in der Schweiz, die Schweizerische Volkspartei, ablehnt. Alle anderen Parteien sind dafür. Brüsseler Abkommen 2013. Es hat natürlich dann Spannungen gegeben durch diese Abspaltungen und Brüssel, die EU, hat versucht, hier ein Normalisierungsabkommen voranzubringen. Die wichtigsten Punkte lauten: Serbien anerkennt Kosovo nicht, räumt der Regierung in Pristina aber große Zuständigkeiten über das Territorium ein. Dafür gewährt man den Serben im Norden einen sogenannten Verbund serbischer Gemeinden mit hoher Eigenständigkeit. Doch wichtig, seine Absichtserklärung hat gesagt, okay, wir geben euch da starke territoriale Zuständigkeiten, aber ihr müsst der im Norden des Landes lebenden serbischen Minderheit, ähnlich wie in der Ukraine mit den Donbass-Regionen, wo sie sehr viele russischsprachige Leute haben, russischsprachige Minderheiten, denen gewährt man hier einen Sonderstatus genannt, Verbund serbischer Gemeinden mit hoher Eigenständigkeit. Nur noch eine Polizei und eine Justiz soll es im Kosovo geben. Im Norden allerdings sollen die Polizisten ethnische Serben sein. Kosovo darf die EU-Mitgliedschaft ansuchen. Also das hat man hier auch mitgeteilt, trotz Nichtanerkennung des Kosovo durch Serbien hier ein EU-Beitrittsgesuch als Perspektive, ein EU-Beitritt als Perspektive und dann eben diese Regelungen mit den ethnischen Serben. Wer darüber die Nase rümpft, jetzt aus schweizerischer Warte, ja, was ist das Problem, wieso wollt ihr da ethnische Serben als Polizisten? Ich erinnere daran, dass es auch in Zürich, in der Schweiz, Leute gibt, die Mühe damit haben, wenn zum Beispiel Tramkontrolleure oder Zugskondukteure nicht Schweizer sind. Vor allem dann, wenn ein Schweizer nicht regulär herumfährt, ist das für viele, wird das als peinlich empfunden, wenn dann quasi ein Ausländer sie da an die Kasse nimmt oder eben ausländische Polizeibeamte. Das wird auch in der Schweiz sehr kritisch gesehen und deshalb sollte man sich da nicht allzu arrogant über das hinwegheben, über diese sogenannten Empfindlichkeiten, die Ausdruck sind eines ja auch wachen Identitätsgefühls und eben auch Ausdruck sind einer Geschichte des wechselseitigen Misstrauens. Allerdings, und jetzt fängt die Sache dann immer an langsam an zu entgleisen, auch nach über 8 Jahren hat die kosovarische Regierung diesen Verbund der serbischen Gemeinden faktisch nicht installiert. Das heißt, die versprochenen, die zugesagten Autonomierechte sind da nie gewährt worden, auch die Sache mit der Polizei, das wurde einfach nie umgesetzt. Und es kommt infolgedessen immer wieder zu Spannungen im Norden, wo die Serben die Bevölkerungsmehrheit stellen. Und diese Konflikte, dieses brodelnde Unbehagen, das kommt zum Ausbruch im Herbst 2022. Albin Kurti, der kosovarische Regierungschef, das Staatsoberhaupt, möchte der serbischen Bevölkerung im Norden kosovarische Autonomenschilder aufzwingen, droht andernfalls mit Bußen und Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Ähnlich wie Poroschenko und Zelensky in Kiew, die der russischsprachigen Minderheit in der Ukraine Autonomierechte abgesprochen haben, ihnen die Verwendung des Russischen als Offizialsprache untersagt haben, Schulbücher umformuliert haben und dabei in der Ukraine kamen hinzu diese Nazi-Standbilder von Bandera, es gab Fackelumzüge der Neonazi und so weiter, also ethnische Konflikte, die werden komplett ausgeblendet im Westen, das will man einfach nicht zur Kenntnis nehmen, sind aber instrumentell, um zu verstehen, wie diese Konflikte zu diesen tragischen Kulminationspunkten kommen konnten. Also Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Serbische Lokalpolitiker und Polizisten werden verhaftet, beziehungsweise ein serbischer Lokalpolitiker und Polizist werden verhaftet. Die Behördenmitglieder im Norden, Polizei und Justiz, legen als Protest ihre Ämter ab. Die serbische Bevölkerung errichtet Straßenblockaden. Wir sind im Herbst 2022. Diese werden abgebaut, nachdem Pristina die Autonummernschilder auf Standby legt und der Polizist freigelassen wird. Also hier ein Einlenken Pristinas. Der Autonummernschildkonflikt steht stellvertretend für die Schikane und das Leiden der serbischen Bevölkerung im Kosovo.
Mehr als 80.000 serbische Grundstücke und Häuser wurden von Kosovo-Albanern zerstört, unzählige ethnisch motivierte Angriffe, Zehntausende Serben wurden vertrieben, Dörfer, in welchen Serben die Bevölkerungsmehrheit stellten, sind heute frei von Serben. Also hier hat eine aktive oder auch passive Vertreibung, eine Art Vertreibung und Flucht stattgefunden. Nur 1,9% der vertriebenen Serben sind nach 23 Jahren zurückgekehrt, also 1999 bis 2022 zurückgekehrt. Tiefste Rate weltweit. Hunderte von Kirchen, Klöstern, Friedhofen wurden ruiniert, attackiert, auch geschändet. Man möchte hier offensichtlich, das ist die Befürchtung der Serben und das sind auch Eindrücke, die man hat von dieser Politik, man möchte hier offensichtlich jede Spur der Serben verwischen und lässt sie in einer Art Enklaven in Ghettos leben. Pristina kommt seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nach, das sagen die Serben, ich glaube mit einem gewissen Recht, gebietet albanischem Extremismus keinen Einhalt, lässt serbische Polizisten und Lokalpolitiker willkürlich verhaften und versetzt die serbische Bevölkerung durch illegale Überfälle der Polizeieinheiten in Schrecken. Die Realität ist, die Serben im Kosovo wollen und werden die Unabhängigkeit des Kosovo nie anerkennen, fürchten sich davor, was ihnen aber dabei droht. Aber es ist auch eine Frage der Identität. Kosovo ist das serbische Jerusalem. Kulturelles, geistliches, historisches, literarisches, architektonisches Erbe der Serben befindet sich im Kosovo, so auch der Sitz der serbisch-orthodoxen Kirche. Also das ist ein hochgradig aufgeladenes, historisch religiös aufgeladenes Terrain, ein Gelände, wo eine Art Ausschließlichkeitsanspruch nun der kosovarischen Mehrheit den Serben zu schaffen macht. Und es hat eine große Tragik, dass diese serbischen Befindlichkeiten hier überhaupt nicht oder fast nicht zur Kenntnis genommen werden. Und meine These ist, das hat eben damit zu tun, dass es in unseren Medien und in unserer Politik einen antiserbischen Reflex gibt, einen antislawischen Reflex. Denn die Serben sind einfach, haben die Nummer 2 auf dem Rücken seit dem Jugoslawienkrieg, seit der entsprechenden Interpretation auch des Jugoslawienkriegs, plus eben weil sie Slawen sind und weil sie auch mit den Russen und mit den Orthodoxen zusammenstehen, schlägt ihnen da eine ja auch irgendwo rassistisch unterlegte Abneigung entgegen. Das mag jetzt etwas übertrieben und drastisch formuliert sein, aber ich möchte hier gerade auch uns so aufgeklärt sich gebenden Westlern und Europäern etwas den Spiegel vorhalten, um hier die Feineinstellung der Antennen zu überprüfen, wie man eben diesen Konflikt beurteilt. Der neueste Normalisierungsversuch von 2023 ist der französisch-deutsche Vorschlag. Man einigt sich, alle Probleme künftig friedlich zu lösen, den Dialog aufrechtzuerhalten und einander nicht Steine in den Weg zu legen bei Mitgliedschaftsbestrebungen in internationalen Organisationen. Die Formulierungen aber bleiben sehr vage, unklar, wie verbindlich das Abkommen ist und wie es sich in Zukunft entwickeln wird. Wieso ist bis heute kein nennenswerter Fortschritt in den Normalisierungen erkennbar? Die Europäische Union und die USA, und jetzt kommt hier eben die ganz entscheidende Rolle, die der Westen auch in diesem Konflikt spielt, leider eine unheilvolle Rolle, ähnlich wie wir das jetzt in der Ukraine gesehen haben, wo eine aggressive Ostausdehnung der NATO, eine aggressive, alle russischen Sicherheitsbedenken in den Wind schlagende Ausdehnung, das Debakel, die Katastrophe heraufbeschworen hat, die wir heute beobachten können. Natürlich, Putin trägt die Verantwortung dafür, dass er das Ganze hat eskalieren lassen, aber wir können es uns nicht so leicht machen, einfach mit dem Finger entlastend auf die bösen Russen zu zeigen. Wir müssen auch anschauen und selbstkritisch anschauen, was die westliche Seite hier alles in den Sand gesetzt hat, was die westliche Seite hier verbogen und verbrochen hat. Also die Europäische Union und die USA wollen von ihnen zusammengestellte Lösungen präsentieren und aufzwingen, statt sich mit den Realitäten zu konfrontieren und die Streitparteien zu Verhandlungen zu bewegen. Gleichzeitig genießt die USA bei der serbischen Bevölkerung kaum mehr Vertrauen. Sie haben die
Ja, sie haben Jugoslawien bombardiert, sie haben die UÇK, die Befreiungsarmee der Kosovaren, unterstützt. Sie sind Verbündete der Albaner und die weltgrößte Militärbasis in Europa, Camp Bondsteel, ist auf kosovarischem Gebiet. In den Augen der Serben wollen die Amerikaner keinen Frieden, sondern ihre Vormachtstellung im Balkan sichern. Und natürlich ist das so, dass eben dieser antislawische, antirussische, antiserbische Reflex hier durchschlägt. Da gibt es uralte, auch historische Wurzeln, aber wir müssen schon aufpassen, dass wir die geschichtliche Eigenidentität, das Gewachsene eines Landes, einer Zivilisation wie der serbischen, dass wir das respektieren können, dass wir das zu respektieren lernen und dass man da nicht einfach wieder im Schlepptau der Amerikaner sich irgendetwas zu eigen macht, eine Einseitigkeit, mit der man dann dazu beiträgt, dass so ein Konflikt am Schluss auf eine faktische ethnische Säuberung hinausläuft. Das ist ja der Gipfel eigentlich der Ironie, des Zynismus, dass die Europäische Union sich in diesen Jugoslawien-Konflikt in den 90er Jahren hineingemischt hat, hineingedrängt hat, auch in den Kosovo, um ethnische Säuberungen zu verhindern. Und heute stellen wir fest, dass aufgrund der Politik, die eben auch der Westen macht, dass faktisch eine Art ethnische Säuberung im Kosovo stattfindet. Und ausgerechnet die immer von der Wertegemeinschaft sprechen, die sich da aufblustern und auf ein Podest stellen, um ihre Höherwertigkeit gegen diesen minderen, östlich-slawischen, orthodoxen Völkern da kundzutun und auch ziemlich rabiat auszuleben. Ausgerechnet diese Gutmenschen, diese aufgeblähten Moralisierer, die werden hier, ohne es zu sehen, von Blindheit geschlagen, vor lauter Überheblichkeit und Ochsenfroschartiger Aufgeblasenheit, sind sie nicht in der Lage, die Wirklichkeit kennenzulernen, sie sehen und zu erkennen, sie sehen nur das, was sie an moralischen Vorstellungen und an ihrer eigenen Überlegenheitsdoktrin da in die Sache hineinprojizieren. Das ist hier der größere Widerspruch. Also ausgerechnet die das verhindern wollen, beschwören das hinauf durch ihr Verhalten, also fast schon eine etwas tragische Konsequenz hier. So ist die Lage und meine Damen und Herren, ich bin damit eigentlich am Schluss meiner Ausführungen angelangt. Mein Plädoyer ist es hier in dieser Sendung, dass wir etwas bescheidener werden, dass wir anfangen, uns vielleicht auch fremdscheinende Zivilisationen zuerst einmal zu verstehen versuchen, bevor wir immer verurteilen, bevor wir uns da immer auf eine Meinungsseite schlagen, dass wir differenziert bleiben und vor allem, dass wir nicht automatisch das glauben, was uns die Zeitungen erzählen, was uns unsere Regierungen erzählen. Ich habe vor vielen Jahren, das ist meine letzte Bemerkung, einmal ein Interview gemacht mit dem renommierten, hoch angesehenen amerikanischen Journalisten Ben Bradley. Ben Bradley war der Chefredaktor der Washington Post während der Watergate-Affäre, als zwei Journalisten der Washington Post, Carl Bernstein und Bob Woodward, den Watergate-Skandal aufgedeckt haben und damit einen Präsidenten zum ersten Mal in der Geschichte auf diese Art und Weise, nämlich Richard Nixon, zum Rücktritt zwangen. Einen Richard Nixon, der kurz davor einen Erdrutschsieg errungen hatte, der mit seiner China-Ausgleichspolitik zusammen mit Henry Kissinger am Zenit seines Ansehens stand, den haben sie mit ihren Enthüllungen aus dem Amt gekegelt. Er musste dann, um einem Amtsenthebungsverfahren zuvorzukommen, selber zurücktreten. Und dieser Ben Bradley hatte damals den Mut, diese Berichterstattung nach vorne zu bringen, auch nach ganz großen Anfeindungen. Die Washington Post war lange alleine. Und Bradley hat mir auf die Frage, was ist das Wichtigste im Journalismus, damals geantwortet, zwei Dinge. Erstens, suchen Sie sich einen guten Eigentümer, der wirklich den Journalismus stützt und nicht irgendwelche vorgefassten Meinungen von Ihnen erwartet. Punkt 1. Aber vor allem, glauben Sie nie etwas, was Ihnen die Regierung sagt. Und das ist ein Satz, den wir uns heute wieder hinter die Ohren schreiben müssen. Viele merken es jetzt, wie sie da auch brandschwarz belogen werden von oben. Aber bei solchen Konflikten wie hier, wo man vielleicht nicht so den Fokus darauf gerichtet hat, ist man noch schneller einmal bereit, hier eine gängige Interpretation emotional nachzuvollziehen und so sozusagen diese oberflächlichen Werturteile mitzumachen.
Glauben Sie nie, was Ihnen die Regierung sagt. Bleiben Sie skeptisch. Glauben Sie auch nie, was Ihnen die Medien erzählen. Glauben Sie auch nicht automatisch, was ich Ihnen erzähle, meine Damen und Herren. Bleiben Sie kritisch und sagen Sie mir, wenn ich etwas falsch bringe. Nur so kann ich besser werden. Nur so mache ich Fortschritte. Aber hier mein Versuch, diese Überzeugung von Ben Bradley umzusetzen und anzuwenden auf diesen tragischen Konflikt, der leider nicht die ihm gebührende Aufmerksamkeit und differenzierte Betrachtung erhalten hat. Meine Damen und Herren, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war's von Weltwoche Daily Spezial mit Kosovo und Serbien. Wir werden uns wieder melden. Ich habe so viele interessante Hintergrundthemen, die ich neben meiner gewohnten Sendung hier bringen kann. Schön, wenn Sie dann auch dabei sind, das weiterverbreiten, dass Sie darauf warten und dass Sie hier Ihre Aufmerksamkeit, wenn es Sie denn tatsächlich faszinieren kann, tatsächlich noch etwas konservieren. Das ist eine große Freude und Ehre und wir sehen uns spätestens morgen früh wieder, wenn es heißt Weltwoche Daily, die andere Sicht. Einen schönen Tag und alles Gute.